Hallo und grüß euch. Ich bin heute wieder mal in der Stadt Salzburg unterwegs und heute zu einem speziellen Termin. Heute startet nämlich das Salzburger Geisbergrennen, das Oldtimer-Rennen in Salzburg. Ich weiß nicht, ob ihr mich da verstehen könnt, weil das ist gerade hinter mir der Start. Die Autos starten da gerade zu den ersten Runden. Ja, was mache ich? Natürlich Autos fotografieren. Habe ich schon gemacht. Leider kann man neben dem Fotografieren sehr schlecht sprechen, weil sehr viele Leute unterwegs sind und der Platz sehr beengt ist. Aber jetzt marschiere ich nochmal durch die Menge und schaue, was ich so finde. Du hast aber ein Team, das jetzt noch weiter filmt und arbeitet. Mein Sohn, glaube ich, auf der Kamera. Der ist auch dabei, der Nachdruck ist schon da. Und ich muss noch etwas sagen, es ist unglaublich, wie viele Leute hier vor Ort sind. Und Sie denken vielleicht, es ist schön, unsere Autos zu sehen, aber wie toll ist es für uns, um ihr alle hier in die Besprechung zu legen. Das macht diese Rennen so besonders für uns. Von uns aus Holland. Vielen Dank, dass Sie da sind. Martin, ganz kurz letzte Frage, wo sieht man das, was ihr hier dreht? Heute Vision, topspeedtv.de und das wird in 6 Wochen ausgestrahlt. Ich muss gehen, ich habe meinen Wohnwagen nicht mit, so ich muss jetzt gehen. Martin Lundberg, Dankeschön. Schön, wenn man solche Fahrzeuge nicht nur hier auf der Straße sieht, sondern auch bei diesen Oldtimer-Veranstaltungen. Ein klassischer Engländer auch noch. Right-Hand-Stripper sozusagen. Wir freuen uns, dass wir hier sind. Eine wunderschöne Veranstaltung. Für mich persönlich eine der schönsten, die ich bisher gefahren bin. Und freue mich auch dieses Jahr wieder. Das Wetter spielt mit. Alles klar. Jetzt schickt man sich ja noch an eine Altstadtrunde. Jetzt geht es ans Punkte sammeln. Wie ehrgeizig seid ihr? Sehr entspannt. Es geht hier um den Spaß und um die Freude. Wenn es funktioniert, ist es gut. Wenn es nicht funktioniert, ja, am schönsten kann man die Autos natürlich fotografieren, wenn sie stehen. Worauf kommt es da dabei an? Im Prinzip sind es nur zwei Sachen, die man als erstes beachten sollte. Und zwar zum einen, mit welcher Brennweite fotografiere ich das Auto und zum zweiten, aus welchem Blickwinkel fotografiere ich das Auto. Die Brennweite hat folgenden Effekt. Wenn ich das Auto mit einer Telebrennweite fotografiere, also einer langen Brennweite, dann ist es ja so, dass quasi alle Teile des Autos von meiner Kamera circa gleich weit entfernt sind. Das heißt, die Proportionen des Autos entsprechen der Realität. Das Auto wird sehr real und sehr echt abgebildet. Wenn ich mehr in den Weitwinkel gehe, wenn ich das Auto also sehr nahe fotografiere mit einer kurzen Brennweite, dann ist es ja so, dass zum Beispiel, wenn ich vom Kühlergrill stehe, der Kühlergrill sehr viel näher an der Kamera ist als die Scheinwerfer. Das bedeutet, jetzt wird gestartet, jetzt muss ich kurz unterbrechen. So, das Auto fährt von mir weg. Ja, wir waren bei der Brennweite. Wenn man also eine kurze Brennweite nimmt, also eher im Weitwinkelbereich sehr nahe zum Auto hinkommt, dann ergibt sich eine Verzerrung, weil ja die einzelnen Teile des Autos vom Objektiv dann unterschiedlich weit weg sind. Die Unterschiede sind dann beträchtlich. Wenn ich also direkt mit der Kamera mit einer großen Weitwinkel vor dem Kühlergrill stehe, dann sind die Scheinwerfer schon fast doppelt so weit weg wie der Kühlergrill und natürlich dann auch entsprechend kleiner. Das heißt, der Kühlergrill ist sehr viel mehr betont. Man kommt eine sehr viel emotionsgeladenere Aufnahme, als wenn man von der Entfernung weg mit einem Teleobjektiv direkt das Auto fotografiert.
Ja, und der zweite wesentliche Aspekt, um einem Foto von einem Auto Ausdruck zu verleihen, ist einfach die Perspektive. Und da haben wir beim Auto ja ein ganz wunderbares Modell oder Objekt, weil das Auto ist ja für uns Menschen fast so ein bisschen so ein Mischwesen. Viele geben ja ihrem Auto einen Namen und das Auto ist ja schon fast kein Ding mehr, sondern eigentlich schon ein Wesen. Und da können wir auch schön übertragen, was wir vom Fotografieren von Menschen und Tieren wissen, nämlich welche Auswirkung eine Perspektive hat. Für mich ist die natürliche Perspektive, wenn ich ein Tier oder einen Mensch fotografiere, wenn die Kamera auf Augenhöhe ist. Und so ist es auch beim Auto für mich. Wenn ich ein Auto möglichst neutral fotografieren möchte, dann schaue ich, dass ich mit dem Auto auf Augenhöhe bin. Das ist natürlich die spannende Frage, was bedeutet das bei dem Auto? Für die einen sind die Scheinwerfer die Augen, für die anderen die Windschutzscheibe. Beides ist natürlich richtig, aber beides hat wieder eine gewisse Gewichtung. Wenn ich mit dem Auto auf Augenhöhe, auf Windschutzscheibenhöhe gehe, dann betone ich immer noch, dass es ein Werkzeug eines Menschen ist. Das heißt, ich schaue durch die Windschutzscheibe, ich schaue dorthin, wo der Mensch an und für sich sitzt. In Wirklichkeit gehe ich eigentlich mit dem Menschen auf Augenhöhe, der in dem Auto drinnen sitzt. Das heißt, das Auto irgendwo als Verlängerung, als Erweiterung des Menschen. Gehe ich aber mit dem Auto auf Augenhöhe auf die Scheinwerfer, dann ist wirklich das Auto im Vordergrund und es geht nur um das Auto in dem Moment, der Mensch tritt ganz in den Hintergrund. Ja, und wenn ich mit der Perspektive noch weiter runtergehe, wenn ich direkt am Boden fotografiere, dann mache ich das Auto sehr viel größer, sehr viel dominanter, sehr, sehr eindrucksvoll. Und wenn ich das Auto von oben herab fotografiere, dann wird das Auto kleiner werden und ich mache das Auto damit auch kleiner und niedlicher, sagen wir mal so. Also mit der Perspektive kann man durchaus auch spielen, um gewisse Wirkungen zu erzielen, die man dann einsetzen kann, um ein Auto entsprechend darzustellen. So, die Fahrzeuge verlassen alle den Platz hier, verlassen die Salzburger Innenstadt und machen sich bereit für die Wertungsfahrt morgen. Und ich mache mich jetzt auch wieder auf den Heimweg. Ich habe einige Fotos da schön machen können, werde ich jetzt noch ein paar Eindrücke von den Autos zeigen. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Eindrücke mitnehmen können. Und die Tipps eignen sich natürlich nicht nur für die Fotografie von Autos, sondern sind ganz allgemeingültig. Die Wirkung der Perspektive und die Wirkung der Brennweite einfach einmal ausprobieren an einem Objekt. Man kann es durchaus auch an einem Menschen probieren und schauen, wie schaut denn das Gesicht aus, wenn ich aus der Entfernung mit einem Tele fotografiere oder wenn ich nahe rangehe und ein Weitwinkelobjektiv verwende. Ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder auf diesem Kanal, wenn ich mir wieder einen neuen Fotospot suche. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren. Ciao und pfiat euch.